Osnabrück vor 2 Wochen. Nach monatelanger Recherche gelingt es uns, diesen Mann zu treffen. Mohammad S., ein mutmaßlicher syrischer Kriegsverbrecher mitten in Deutschland. Wer ist dieser Mann? Die Vorwürfe gegen ihn wiegen schwer. Wir wissen, dass dieser Mann in Deutschland ist. Er war in zahlreiche Straftaten gegen Zivilisten involviert. Auch mutmaßliche Kriegsverbrecher wie Mohammad S. haben sich nach Deutschland abgesetzt. Die Suche nach ihnen läuft auf Hochtouren. Die Botschaft: kein Täter soll sich hier sicher fühlen. Um es einfach auf den Punkt zu bringen, warum sollten wir es machen? Na, weil es sonst keiner macht. Weil es die schlimmsten Straftaten sind, die wir seit Jahrzehnten beobachtet haben. Diese grausamsten Verbrechen an Menschen dürfen nicht ungesühnt bleiben. Leipzig, Mitte vergangenen Jahres. Wir entdecken im Netz Listen von syrischen Aktivisten mit Namen und Fotos von angeblichen Kriegsverbrechern aus Syrien, die in Deutschland untergetaucht sein sollen. Zwingende Beweise enthalten diese Listen in den allermeisten Fällen jedoch nicht. Doch unter ihnen auch dieser Mann, Mohammad S. Gegen ihn werden konkrete Vorwürfe erhoben. Wir aber wollen mehr über ihn erfahren. Fahrt zu einem Zeugen, der sagt, er habe in Aleppo im gleichen Stadtviertel wie Mohammad S. gewohnt. Der Mann, nennen wir ihn Ahmad, hat auch heute noch Angst vor Mohammad S. und möchte daher nicht erkannt werden. Er belastet ihn schwer. Mohammad S. und ich sind beide aus dem gleichen Viertel im Norden von Aleppo, aus Handarat. Zu Beginn des Aufstandes in Syrien, Anfang 2011, hat er eine Miliz mitgegründet, die Al-Quds-Brigade. Von da an ist er sehr aggressiv gegen Zivilisten, vor allem Demonstranten, vorgegangen. Er hat Menschen niedergeschlagen, verhaftet und umgebracht. Ahmad hat von vielen Verbrechen dieser Al-Quds-Brigade nicht nur gehört. Er war auch selbst Augenzeuge. Diese Miliz soll demnach von 2 Männern angeführt worden sein, einer davon Mohammad S. In Syrien kämpfen mindestens 2 Brigaden unter dem Namen Al-Quds. Eine ist vor allem im Norden Aleppos aktiv. Das zeigen auch Propagandavideos, die die Milizen selbst ins Netz gestellt haben. Stolz führt Mohammad S. die Reporterin eines libanesischen Senders durch die Trümmer seines Viertels und zeigt ihr, von wo sie beschossen worden seien, wo die Miliz sich verschanzt hatte. Die Brigade wiederum ist Teil der sogenannten Shabia-Miliz. Es sind Zivilisten, die vom Assad-Regime mit Waffen versorgt werden und auf dessen Seite kämpfen. Die deutschen Ermittlungsbehörden haben diese Gruppen auf dem Schirm. Sie sind seit mehreren Jahren Teil des Syrien-Ermittlungsverfahrens. Ahmad erzählt lange und er wird konkret. Ich war dabei, als Mohammad S. einen Arzt mit der Waffe in der Hand bedroht hat, als dieser Arzt verletzte Zivilisten behandeln wollte. Die Zivilisten waren in der Nähe von unserem Viertel beschossen und verletzt worden. Dann wurden sie zu diesem Arzt gebracht. Ich war dabei, als Mohammad S. und seine Brüder diesen Arzt direkt mit dem Tod gedroht haben. Sie haben gesagt, der Arzt dürfe die verletzten Zivilisten nicht medizinisch versorgen. Außerdem behauptet er, Mohammad S. habe den Befehl gegeben, auf unbewaffnete Demonstranten zu schießen. Auch Kinder soll er für seinen Kampf missbraucht haben. Viele seiner Aussagen können wir nicht sofort überprüfen, doch wir suchen weiter nach Zeugen. Das Bundeskriminalamt in Meckenheim bei Bonn. Hier sitzt die Zentralstelle für die Bekämpfung von Kriegsverbrechen.
Für Klaus Zorn und sein Team sind schwer überprüfbare Aussagen Alltag. Die Beamten ermitteln, auch wenn die Verbrechen auf syrischem Boden verübt worden sind. Wenn ein Ausländer im Ausland gegen einen Ausländer eine Straftat begangen hat, aber diese Straftaten sind so gravierend wie Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, dass der deutsche Gesetzgeber gesagt hat, das können wir auch von Deutschland aus ermitteln. Befindet sich ein mutmaßlicher Täter in Deutschland, müssen Zorn und seine Beamten aktiv werden. Unerlässlich für das BKA sind dabei die Aussagen der Opfer und Zeugen. Sie spielen bei den Ermittlungen eine zentrale Rolle. Die Vielzahl der übereinstimmenden Aussagen der Zeugen und diese Vielzahl der Ermittlungen, die wir haben, da kommen wir dazu, dass wir Übereinstimmungen haben und letztendlich durch den Zeugenbeweis dann auch recht gut dastehen. Derzeit geht das Bundeskriminalamt mehr als 2500 Hinweisen nach. Berlin. Hier betreut das Europäische Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte, kurz ECCHR, Opfer von syrischen Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen. Patrick Kroker leitet das Syrien-Team der Nichtregierungsorganisation. Uns geht es vor allem um den Vorwurf der Folter. Folter kann sowohl ein Kriegsverbrechen als auch ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit sein. Diese Verbrechen haben beide als Merkmal, dass sie sozusagen nur in einem bestimmten Kontext auch Völkerstraftaten sind. Und dieser Kontext ist bei den Kriegsverbrechen einmal der bewaffnete Konflikt, der internationale oder der nicht internationale bewaffnete Konflikt, der festgestellt werden muss. Und dann sind die Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch wie Tötung, Inhaftierung, Folter, die Misshandlung von Gefangenen etc. sind dann Kriegsverbrechen. Das ECCHR unterstützt Opfer dabei, gegen ihre Peiniger auszusagen. Die NGO will zeigen, dass hinter den Einzeltätern in Syrien ein System steht, das die eigene Zivilbevölkerung foltert und tötet. Was es dafür braucht? Beweise. Ayham ist 13 Jahre nach seinen Brüdern zur Welt gekommen. Wir hatten uns eigentlich ein Mädchen gewünscht. Er hatte eine wunderbare Kindheit. Er war ein so schöner Junge. Ayham war ruhig, ordentlich, ganz anders als seine Brüder. Er war ein herausragender Schüler. Die Geschichte ihres Sohnes Ayham ist eine der wichtigsten, wenn es darum geht, systematisches Foltern und systematisches Lügen des syrischen Regimes zu beweisen. Ende 2011 wird ihr Sohn zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate vom Geheimdienst festgenommen. Sie haben ihm die Hände auf den Rücken gebunden, haben ihm in den Bauch geschlagen. Dann zogen sie seine Nägel an Händen und Füßen mit einer Zange heraus. Dann durchbohrten sie seine Ohren mit Nadeln. Sie wollten ihm eigentlich die Zähne herausbrechen. Aber einer der Wärter sagte, das kann ich nicht mit ansehen. Dann schlug er Ayham mit einem Knüppel auf den Kopf. Ayham soll dann in ein Auto geladen und in eine andere Zelle gebracht worden sein. Über Monate weiß sie nicht, wo ihr Sohn ist. Später erfährt sie von den syrischen Behörden, ihr Sohn sei an einem Herzinfarkt verstorben. Ein Mithäftling beschreibt ihr, was er erlebt hat. Mit ihm inhaftiert in der Zelle war ein Arzt. Der klopfte an die Zellentür und rief nach dem Gefängniswärter, ihr müsst diesen jungen Mann retten, er hat innere Blutung. Der Wärter sagte zu ihm, sag mir nur Bescheid, wenn er stirbt. Und tatsächlich, 5 Tage später ist er tot. Der Wärter holte einen offiziellen Arzt und der
hat den Tod von Ayham bestätigt. Jahre später tauchen im Netz Fotos auf, die Opfer aus Gefängnissen des Assad-Regimes zeigen. Auch ihren toten Sohn Ayham. Die sogenannten Cäsar-Fotos. Das ist die Leichennummer meines Sohnes, 320. Und die Abteilung, die ihn verhaftet hat, 215. Das Foto von Ayham ist Teil von tausenden schockierenden Bildern eines ehemaligen syrischen Militärfotografen. Deckname Cäsar. Cäsar hat zwischen 2011 und 2013 verstorbene Gefangene des syrischen Regimes dokumentiert. Ich gehöre als Anwalt zur Gruppe um Cäsar. Wir haben die Bilder nach Deutschland gebracht. Wir haben hier mit dem ECCHR und mit anderen Organisationen in Deutschland und auch in Schweden zusammengearbeitet, um auf Grundlage der Fotos Anzeige gegen syrische Führungspersonen zu erstatten. Hier wurde die Nummer direkt auf den Körper geschrieben. Hier steht das Symbol für den Luftwaffengeheimdienst. Und hier auf dem Papier steht die Nummer des Opfers. Hier steht noch einmal Luftwaffengeheimdienst. Und zum Schluss hat man der Leiche noch eine Nummer gegeben. Wenn wir uns die Fotos, die Cäsar geschmuggelt hat, ansehen, wird klar, wie schrecklich und vor allem wie systematisch die Folter ist. Es sind immer dieselben Verletzungen, die wir hier bei den toten Gefangenen in Syrien sehen. Und jetzt gerade müssen die Häftlinge in Syrien die gleiche Folter jeden Tag ertragen. Mariam Al-Halak hat nach ihrer Flucht ihre gesammelten Beweise dem ECCHR gezeigt und deutschen Ermittlern übergeben. Der syrische Anwalt Ibrahim Al-Qasem kennt ihre Geschichte, hat sie immer wieder gebeten, sie noch einmal zu erzählen. Wie lange hat der Luftwaffengeheimdienst ihn beim ersten Mal gefangen gehalten? 33 Tage im ersten und nochmal 33 im zweiten Gefängnis. Die NGO hat eine Übergabe der Fotos an die Bundesanwaltschaft organisiert, die sie nach monatelangen forensischen Untersuchungen für echt hält. Es ist halt vom Beweiswert her unglaublich eigentlich. Das ist vergleichbar fast mit dem Zugang zu Massengräbern in Syrien, der ja völlig unrealistisch ist, dass man auf einmal wirklich zigtausende Fotos hat von sehr, sehr vielen mutmaßlich zu Tode gefolterten Menschen, die halt ja auch beweismäßig ausgewertet werden, also durch Rechtsmediziner. Und das lässt sich natürlich in so einem Verfahren dann alles unglaublich gut verarbeiten. Die Fotos sind nur ein Teil der Aufklärung syrischer Kriegsverbrechen. Opfer und Zeugen müssten dafür aussagen. Und bereit sind in Deutschland viele. Es ist seit inzwischen 8 Jahren ein unglaublich schmutziger Krieg, der da geführt wird, der von allen Seiten wirklich einhergeht mit den schlimmsten Verbrechen, die man sich vorstellen kann. Und das heißt, es gibt eine unglaublich große Anzahl an Tätern. Und dann gibt es eben diesen riesen Exodus, Leute wechseln die Seiten, andere Leute desertieren, viele Leute rennen weg. Naja, natürlich sind darunter auch Leute, die an diesen Taten beteiligt waren. Also das ist für mich einfach eine logische Konsequenz aus diesen Kriegswirren heraus. Spätestens seit wir die Flüchtlingswelle haben, konnten wir und haben es auch gemacht, in den Bereich der Zeugen, der Opferzeugen eintauchen und dort viele Ermittlungen und Gespräche mit ihnen führen oder Vernehmungen durchführen. Wir fahren in die Schweiz. Hier am Lago Maggiore lebt eine Frau, die syrische Kriegsverbrecher vor dem Internationalen Strafgerichtshof sehen wollte.
Carla Del Ponte. 1999 wird sie an den Internationalen Strafgerichtshof als Anklägerin berufen. Sie ermittelt zu Verbrechen in Ruanda und im früheren Jugoslawien. 2011 beruft sie die UN erneut in eine Kommission, die die Verbrechen in Syrien untersuchen soll. Del Ponte wirbt immer wieder öffentlich für ein internationales Tribunal. Um Sicherheitsrat dazu zu bewegen, wollte ich eben ein bisschen Druck machen und sagen, bitteschön, wollt ihr etwas machen oder nicht? Wollen wir Gerechtigkeit für die Opfer haben oder nicht? Wollen wir, dass dieser Präsident zur Anklagebank steht und so weiter? Aber eben, ich bin 5 Jahre lang habe ich daran gearbeitet und gehofft, dass etwas geschieht. Es ist nichts geschehen, dann bin ich weg, denn ich war frustriert, ich war wirklich, ich hatte genug. Carla Del Ponte sagt, der UN-Sicherheitsrat sei gespalten. Aus ihrer Sicht stellen sich Russland und China gegen ein Tribunal. So bleiben vorerst nur die Ermittlungen der Nationalstaaten. In Syrien haben wir nicht ein internationales Gerichtshof, aber die Nationen packen diese unteren verantwortlichen Täter nicht. Und das ist gut. Die deutschen Behörden können also gegen mutmaßliche Kriegsverbrecher ermitteln. Wenn sich die Verdächtigen in Deutschland befinden, müssen sie sogar. Zurück in Deutschland verfolgen wir weiter die Spur des mutmaßlichen Verbrechers Mohammad S. Zu seiner Vergangenheit hat sich ein weiterer Zeuge bei uns gemeldet. Er lebt in der Nähe der französischen Grenze. Auch dieser Mann möchte anonym bleiben, aus Angst vor Mohammad S. Sie seien Nachbarn im Norden Aleppos gewesen, sagt er. An einen Vorfall erinnere ich mich genau. An einem Checkpoint in der Nähe unseres Viertels wurde ein Auto, ein Suzuki, von Regierungstruppen beschossen. Hinten auf der Rückbank saß eine 4-köpfige Familie. Durch die Schüsse wurde der Familienvater verletzt. Die Familie flüchtete in unser Viertel. Wir sind sofort los, haben den schwer verletzten Vater rausgeholt und zum Arzt gebracht. Dann kamen Mohammad S. und seine Brüder, die Anführer einer Miliz, und wollten, dass wir den Verletzten herausgeben, obwohl der doch schwer verwundet war. Doch Mohammad S. wird die Herausgabe des Verletzten verweigert. Der anonyme Zeuge bestätigt damit die Aussage des ersten Zeugen aus anderer Perspektive. Abgespielt haben sollen sich die Vorfälle hier, in einem Vorort von Aleppo, in dem Mohammad S. und seine Brigade gekämpft haben. Außerdem kann der Zeuge mehrere der Milizionäre identifizieren. Dieser Junge hier, er ist minderjährig, er hieß Arandas. Dieser Junge war 13 Jahre alt, als er anfing zu kämpfen. Er ist dann im Kampf umgekommen. Da war er 15 oder 16. Mohammad S. soll also Anführer einer Gruppe gewesen sein, in der ein 13-jähriger Kindersoldat gekämpft hat. Das ist der konkreteste Hinweis auf ein Kriegsverbrechen bisher. Mehr noch, der Zeuge ist nach eigener Aussage dabei, als Mohammad S. per Telefon eine Schule als Ziel für einen Luftschlag anweist. Es war zwischen dem 20. und 24. November 2012, an den exakten Tag erinnere ich mich nicht mehr genau. Es war kurz vor Sonnenuntergang, also zwischen 5 und 6 Uhr am Abend. Mohammad S. stand direkt vor seiner eigenen Haustür. Also nicht im Haus, auch nicht daneben. Und dann höre ich, wie er den Namen der Schule sagt. Seine genauen Worte waren: Die Bewaffneten sind in diesem Gebiet, in der Schule Nasr Eddin, in der Nähe der Bäckerei Abu Nuri. In dem Schulgebäude waren aber keine Bewaffneten, sagen uns Zeugen, sondern Zivilisten, die vor den Kämpfen geflohen waren. Mohammad S. richtet also einen Luftangriff auf Zivilisten, der bisher schwerste und klarste Vorwurf eines Kriegsverbrechens, von dem wir hören. Wir begleiten den syrischen Menschenrechtsanwalt Anwar al-Bouni.
Er geht davon aus, dass sich in ganz Europa etwa 1000 syrische Kriegsverbrecher verstecken. Er ist auf dem Weg zu einem Folteropfer. Wir fahren zu einem Zeugen, der in einem ganz konkreten Fall ausgesagt hat. Auch wegen dieser Aussage sitzen hier in Deutschland 2 mutmaßliche Täter in Haft. Der Zeuge war ein Opfer dieser beiden Männer. Er hat dem Generalbundesanwalt erzählt, wie er gefoltert wurde. Innerhalb der syrischen Community in Europa ist Anwar al-Bouni ein Staranwalt. Syrer haben Vertrauen zu ihm, denn schon in Syrien hat der Rechtsanwalt jahrzehntelang politische Gefangene vertreten. Deswegen saß er selbst schon 5 Jahre in Haft. Mit ihm im Hintergrund wagen Opfer es, als Zeugen auszusagen. Herzlich willkommen. Ach, hallo. Wie geht es dir? Gut, danke. Das erste Mal bin ich zu Beginn der Demonstration 2011 verhaftet worden. Ich wollte Fotos von einer der Demonstrationen machen. Neben mir standen auch andere, die gefilmt und fotografiert haben. Aber plötzlich, kurz nach dem Ende der Demo, wurde ich von Geheimdienstleuten verhaftet. Sie haben mich gefoltert. Ich habe sehr gelitten. Mehrere Male wird Mosallam al-Kuwatli inhaftiert. Jedes Mal auf grausame Weise gefoltert, sagt er. Seine Peiniger sitzen in Deutschland. Es sind Anwar R., der Chef der Abteilung, die ihn verhaftete, und einer seiner Handlanger, Iyad A. Beide lässt der Generalbundesanwalt Anfang des Jahres festnehmen. Doch Iyad A. kommt im Mai wieder auf freien Fuß. Es gelingt uns, Kontakt zu seinem Bruder aufzunehmen. Wir wollen ihn an seinem Wohnort interviewen. Doch sein Bruder lehnt ab. Kurz vor einer möglichen Konfrontation nehmen die Behörden Iyad A. erneut fest. In Syrien hatte ich natürlich nicht die Chance, gegen diese Männer vorzugehen. Ich habe mich so gefreut, als ich mitbekommen habe, dass Deutschland Kriegsverbrecher vor Gericht stellen will. Das hat mich ermutigt, Anzeige zu erstatten und meine Aussage zu machen. Aus meiner Sicht ist das die Chance auf Gerechtigkeit. Nicht nur für mich, auch für viele andere Gefangene. Anfang kommenden Jahres soll der Prozess gegen die beiden mutmaßlichen Geheimdienstler und Folterknechte beginnen. Unser Hauptanknüpfungspunkt sind die Überlebenden. Wie ja dieses eine Verfahren, wo jetzt also 2 Leute hier in Haft sitzen, der Anwar R. und Iyad A. Auch zeigt. Und da waren wir zum Beispiel, obwohl das nicht unser Fokus war, haben wir dann im Kontakt mit den Zeugen, die wir begleiten, rausgefunden, dass dieser Anwar R. sich eben in Deutschland aufhalten soll. Als dann klar war, dass die Bundesanwaltschaft schon ermittelt. Das heißt, in dem Moment mussten wir gar nicht mehr aktiv werden und haben uns darauf beschränkt, diese Ermittlungen zu unterstützen. Wir wollen auch wissen, was der Anwalt al-Bouni zu den mutmaßlichen Verbrechen von Mohammad S. weiß. Während wir in Deutschland mit ihm unterwegs sind, zeigen wir ihm die Hinweise auf mögliche Kriegsverbrechen von Mohammad S. Wir wissen, dass dieser Mann in Deutschland ist. Er gehörte zur bewaffneten Al-Quds-Brigade aus dem Norden von Aleppo, aus Handarat. Wir gehen davon aus, dass er in zahlreiche Straftaten gegen Zivilisten involviert war. Und dafür versuchen wir gerade so viele Beweise wie möglich zu sammeln. Und wir erfahren, Mohammad S. lebt in Osnabrück. Wir machen uns auf die Suche nach dem Mann. Und es wird dubios. Zum Beispiel erfahren wir, er nennt falsche Adressen, wenn er sich mit Freunden trifft. Nachfrage bei einer dieser Adressen.
Guten Tag, darf ich Sie kurz was fragen? Kein Problem. Dieser Mann auf dem Foto behauptet, er würde in diesem Haus wohnen. Haben Sie ihn schon mal gesehen? Ich wohne seit 20 Jahren hier. Diesen Mann habe ich noch nie gesehen. Doch dann eine heiße Spur. Wir treffen eine Person, die Mohammad S. aus einem Sprachkurs kennt. Er hat im Kurs nie Anschluss gesucht. Im Unterricht war er ständig unruhig, hat geschwitzt, ständig hastig geraucht. Keiner von uns weiß, wo er wohnt. Nur ganz wenigen hat er seine Telefonnummer gegeben. Wenn er sich überhaupt mit jemandem getroffen hat, dann nur in der Stadt. Er verhält sich konspirativ. Selbst Möbel, die er sich liefern lässt, sollen nur an dieser Grünfläche abgestellt werden. Doch in der Nähe finden wir ihn. Mohammad S., mutmaßlicher Kriegsverbrecher, lebt mit seiner Familie zurückgezogen in diesem Wohnkomplex. Guten Tag, Werner mein Name. Ich komme vom ersten deutschen Fernsehen. Wir haben Hinweise bekommen, dass Sie in Syrien gekämpft haben. Dürfen wir mit Ihnen darüber reden? Kommen Sie herein. Er wolle nicht erkennbar im Fernsehen auftauchen, sagte er, hier in Deutschland. Teile seiner Familie wären dann in Syrien in Gefahr. Dort schien er die Aufmerksamkeit von Fernsehkameras noch zu genießen. Er sei über den Iran per Flugzeug nach Deutschland gekommen, erzählt Mohammad S. Und er bestätigt uns, er ist der Mann auf den Fotos. Er habe die Brigade mitgegründet und angeführt. Sie seien neutral gewesen und hätten nur gegen Terroristen gekämpft. Stimmt es, dass dieser Junge 13 Jahre alt gewesen ist, als er mit Ihnen gekämpft hat? Dieser Junge? Nein, der war, glaube ich, 18 Jahre alt. Haben Sie die Koordinaten zur Bombardierung einer Schule durchgegeben, in der Flüchtlinge, also Zivilisten, lebten? Nein, das habe ich nie getan. Die Zeugen gegen ihn sagen, sie hätten sich bei der deutschen Polizei gemeldet. Sie hoffen, dass auch dieser mutmaßliche Täter sich irgendwann vor Gericht verantworten muss. Man muss immer denken, dass jeder Täter seine Opfer hat, nicht? Und die warten auf Gerechtigkeit, die warten auf Justiz. Es ist ja ein unglaublich starkes Signal, wenn Sie hier ankommen und Sie sehen, dass hier rechtsstaatliche Verfahren geführt werden wegen dieser Straftaten, in der Sie selbst Rechte haben, in der auch die Beschuldigten Rechte haben. Das trägt natürlich dann auch zur Integration quasi bei, wenn die Leute eben mitbekommen, dass hier faire rechtsstaatliche Verfahren geführt werden, auch wenn es gegen mutmaßliche Folterknechte geht. Zwingen wollen wir auch niemanden zu seiner Aussage. Aber ich kann auch nur Opfer, die konkrete Hinweise haben auf Straftaten und auf Straftäter, insbesondere dann, wenn es Hinweise gibt, dass sich dieser Täter in Deutschland aufhält, dann sollten diese Opfer zur Polizei gehen und wir dann unsere weitere Arbeit machen können.